Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Frühling bringt jetzt wieder die bunten Blumenmotive. Vor allem, wenn im Garten die alten Apfelbäume blühen und den ganzen Garten in rosa Blütenwolken hüllen, habe ich immer große Lust, dies im Bild festzuhalten. Deshalb heute im Video ein zartes Blumenaquarell für euch. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Die heute verwendeten Farben sind Jaune Brillant, Permanent Carmin, Ultramarin Feinst von Schminke, Permanent Alizarin Karmesin, Opernrosa, Sienna gebrannt, Cobalt Türkis Light und Neutraltinte von Winsor Newton. Dann liegt dort noch einmal eine Tube Alizarin Karmesin, die ist gleichwertig zu verwenden wie das Permanent Alizarin Karmesin. Darüber liegt Green Appetite Genuine von Daniel Smith und wir haben dann noch Cobalt Türkis Light von der Firma Winsor Newton, Titanweiß von Schminke, die Sprühflasche für den kleinen Sprühnebel. Ich arbeite mit Büttenpapier der Firma Arche, 300 Gramm Graphit, das Format ist ungefähr DIN A4. Die Pinsel sind aus meiner eigenen Pinselkollektion ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmarderpinsel in Größe 10 und der synthetische Auswaschpinsel in der Größe 10. Die Pinsel meiner eigenen Pinselkollektion sind für alle Unterstützer unseres Kanals per Mail an mich bestellbar. Zum Spritzen der kleinen, hellen Formen ganz am Schluss des Bildes verwende ich eine alte Zahnbürste. Hier seht ihr schon meine heutige Skizze liegen und dies ist mein Referenzfoto. Foto und Skizze können die Unterstützer unseres Kanals auf unserer Mitgliederseite bei Steady zur eigenen Nutzung herunterladen. Falls dich eine Unterstützung unserer Arbeit hier auf YouTube auch interessiert, schau gerne unter dem Video, dort findest du den Link zu Steady, deine Unterstützung. Vielen Dank an alle, die dort schon mitmachen. Mit meinem kleinen Tonwertsucher schaue ich mir zunächst die Situation auf dem Vorlagenfoto an. Zwischen den Blüten und dem Hintergrund gibt es keine besonders großen Tonwertabstufungen. Hier werde ich im Aquarell gleich ein bisschen kräftiger in der Hintergrundfarbe arbeiten, damit die Blüten noch besser leuchten. Ich decke den Bereich der hellen Blüten mit einem Stück Küchenrolle ab und sprühe das übrige Blatt leicht unregelmäßig ein. So schaffe ich eine ungleichmäßige Befeuchtungssituation und die dunkle Farbe kann jetzt weich ineinander laufen. Ich arbeite mit verschiedenen Mischungen aus Ultramarin Blau, Green Appetite Genuine, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin. Die weißen Blüten und auch der Ast im Vordergrund werden ausgespart. In der rechten oberen Ecke soll ein wenig Licht einfallen. Hier wechsle ich zur Farbe Zylin Blau. Die Farben habe ich sehr kräftig und auch sehr wässrig aufgetragen. Und nun nehme ich die überschüssigen Farbtropfen mit der Pinselspitze wieder ab. Ich sprühe mit der Sprühflasche großzügig Wasser auf die Farbmischung. Das Blatt wird leicht schräg gehalten und die Farbe fängt an zu fließen. Mit dem Schräghalten des Blattes kann man die Fließrichtung etwas steuern. Wichtig ist, dass jetzt so viel Farbe wieder entfernt wird, dass der Hintergrund weich verläuft und in ein oder zwei Bereichen auch eine diffuse Helligkeit entsteht. Nun ist natürlich ein wenig Farbe und Feuchtigkeit in die Blüten hineingelaufen, da ich ja heute keine Maskierflüssigkeit verwendet habe. Es entstehen dadurch unscharfe Ränder und ich persönlich mag das viel lieber als die harten Kanten, die bei der Verwendung von Rubbelkrepp zwangsläufig entstehen. Man sollte nur aufpassen, dass die Blüten nicht komplett mit Farbe volllaufen. Also Vorsicht beim Drehen und Schwenken des Blattes. Ich glätte mit meinem Flachpinsel die Kanten an den Blüten hier etwas und hebe auch ein paar hellere Bereiche aus dem Hintergrund wieder heraus. Hier möchte ich später Knospen der Apfelblüten andeuten.
Mit Permanentalicerin und trockenem Pinsel setze ich ein paar rote Flecken in den Hintergrund hinein. Auch die beiden Knospen hier unten im Bild fülle ich mit dieser Farbe aus. Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau und relativ wenig Wasser in der Mischung füge ich jetzt einige Äste ein. Das Papier ist immer noch leicht feucht und die Formen verschwimmen dadurch etwas. Die hellen Stellen aus den Apfelblüten hole ich noch einmal heraus. Die Farbe ist hier wieder in die Bereiche hineingelaufen. Ich möchte hier an dieser Stelle sehr unscharfe Formen erhalten, die den Fokus, der ja auf den beiden Apfelblüten liegt, nicht stören, aber dem Auge doch noch etwas Interessantes zum Anschauen bieten. Unser Motiv muss jetzt einmal komplett durchtrocknen, bevor es weitergeht, und ich nutze die Zeit, um dich auf unseren nächsten Live-Malabend hier auf YouTube hinzuweisen. Am 15. April 2025 male ich mit allen Unterstützern unseres Kanals ab dem 10-Euro-Paket dieses schöne, entspannte Strandmotiv. Wenn du Freude an solchen maritimen Motiven hast und in circa 2 Stunden mit mir live gemeinsam malen möchtest, dann ist vielleicht der Abschluss einer 10-Euro-Mitgliedschaft für dich jetzt das Richtige. In diesem Paket erhältst du 10-mal im Jahr einen Livestream mit einem exklusiven Motiv, das hier auf dem Kanal noch nicht zu sehen war. Wenn du an dem Abend nicht selbst dabei sein kannst, das macht gar nichts. Der Stream wird immer gespeichert und ist auch wie alle älteren Live-Abende auf unserer Mitgliederseite bei Steady jederzeit abrufbar. Unter dem Film findest du den Link zu Steady, deine Unterstützung. Dort kannst du dich über unsere verschiedenen Pakete noch einmal informieren. Ich würde mich freuen, wenn du am Dienstag, den 15. April dabei bist. Das wird bestimmt ein netter Abend und jetzt geht's erstmal weiter mit unserem Motiv. Nun möchte ich die beiden Hauptdarsteller im Bild, die beiden Apfelblüten, ausarbeiten. Zunächst radiere ich die Bleistiftstriche innerhalb der Blüten aus. Nun hinterlege ich die äußere Form der Blüten mit einer dunklen Farbmischung aus Ultramarinblau, Alicerin-Karmesin und etwas Sienna gebrannt. Diese Mischung löse ich zum Rand hin etwas auf. Durch diese dunkle Untermalung möchte ich die negativen, hellen Formen der Blüten noch besser zur Geltung bringen. Wichtig ist, dass es in dieser dunklen Farbigkeit genug Variation gibt und dass die Ränder wirklich weich mit dem Hintergrund verschmelzen. Für die Blüten, die jetzt mit einer sehr wässrigen Lasur überzogen werden, verwende ich die Farben Opernrosa, Permanentkarmin und Alicerin-Karmesin. Du kannst hier gut sehen, wie mein Pinsel jetzt arbeitet, um ganz leichte, aber trotzdem sehr variable Farbflecken in die Blüten hineinzusetzen. Für einen Hauch Komplementärkontrast sorgt hier das Cobalt Türkis Light.
In der rechten Blüte wärme ich die Farbtemperatur eines Blütenblattes ein wenig an und verwende einen Hauch Lasurorange. Jetzt will ich den Blüten mit schattigen Flächen noch Plastizität verleihen. Hier hilft mir wieder ein Blick auf mein Referenzfoto und ich trage nun die Schatten und die dunklen Formen innerhalb der Blüten ein. Im Blüteninneren verwende ich lichter Ocker, Alizarin-Karmesin und auch etwas Ultramarinblau. Die Schatten male ich später mit Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin. Wenn auch dieser Farbauftrag gut getrocknet ist, geht es weiter mit den gelb-orangenen Staubgefäßen der Blüten. Hier arbeite ich mit Cadmiumgelb, Jaune Brillant und Lasurorange und dunkle im zweiten Schritt an einer Seite jeweils mit Alizarin-Karmesin ab. In dem doch mit relativ kühlen Farben gemalten Bild wirken diese warmen gelben kleinen Formen, wie ich finde, sehr belebend. Ein paar kleine, zarte Striche mit Lavendelblau deuten die Stängel der Staubgefäße an. Den Ast grundiere ich mit einer wässrigen Mischung aus Zylinblau und setze dann vom unteren Rand herkommend kräftig Sienna gebrannt und Ultramarin in die feuchte Farbe hinein. Beide Lasuren vermischen sich stellenweise und es entsteht eine schöne, lockere Rindenoptik. Ein paar Stellen möchte ich jetzt im Bild noch etwas heller haben. Hier wasche ich mit meinem synthetischen Flachpinsel ein paar Helligkeiten aus den Ästen wieder heraus. Auch an den Blüten kann ich noch ein bisschen Licht einfangen. Das Zeichnen mit dem Flachpinsel, vergleichbar mit einem Radiergummi in einer Bleistiftzeichnung, gibt jetzt noch feine Details in das Motiv. Ganz zum Schluss akzentuiere ich ein paar lichte Stellen mit Titanweiß direkt aus der Tube.
So, das war mein Frühlingsmotiv für heute. Ich hoffe, du hattest Spaß am Zuschauen. Ich bedanke mich dafür und wünsche dir viel Freude beim Nacharbeiten. Wenn du möchtest, geht es in der nächsten Woche hier weiter mit einem maritimen Aquarellmotiv. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.